90.000 wurden letztes Jahr in Österreich eingeschult. Und am 6. September ist es wieder soweit. Viele haben auch bestimmt wieder eine Schultüte dabei. Hä? Was redest du da? Na, vom Schulstart in Österreich natürlich. Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal Doppelt hält besser. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Habt ihr euch auch gefragt, worüber wir im Intro gesprochen haben? Was ist eine Schultüte und was heißt eingeschult? Nicht ganz? Dann seid ihr in diesem Video genau richtig, denn wir zeigen euch heute den ersten Teil einer Videoserie zum Thema Schulsystem in Österreich. Wir wollen euch vorstellen, wie das Schulsystem funktioniert und zeigen euch natürlich auch wichtige Vokabeln und andere interessante Aspekte. Los geht's! In Österreich heißt die erste Schule, in die Kinder kommen, nicht Grundschule wie in Deutschland, sondern die Volksschule. Die Kinder kommen mit 6 Jahren in die Volksschule. Das wird auch das Pflichtschulalter genannt. Die Volksschule dauert 4 Jahre. Jedes Jahr in einer Schule wird auch Schulstufe genannt. Also das erste Jahr in der Volksschule ist die erste Schulstufe. Danach kommt die zweite Schulstufe, die dritte Schulstufe und so weiter. Die Volksschule stellt die erste von 4 großen Stufen im Bildungssystem dar, und zwar die Primarstufe. Die anderen Stufen heißen Sekundarstufe 1, Sekundarstufe 2 und dann gibt es auch noch eine Postsekundarstufe, diese wird auch Tertiärstufe genannt. In Österreich haben wir eine Schulpflicht von 9 Jahren. Das heißt, dass im Normalfall ein Schüler oder eine Schülerin bis zum Anfang der Sekundarstufe 2 in die Schule gehen muss. Aber dazu mehr in einem anderen Video. Kommen wir zurück zur Volksschule. Vor der Volksschule gibt es den Kindergarten. In den Kindergarten gehen alle Kinder, die zwischen 3 und 6 Jahre alt sind. Übrigens, das letzte Kindergartenjahr ist verpflichtend. Das heißt, jedes Kind muss mindestens 1 Jahr lang in den Kindergarten gehen. Und es gibt noch eine Möglichkeit vor der Volksschule, und zwar die Vorschule. Kinder, die das Pflichtschulalter, also diese 6 Jahre, erreicht haben, aber noch nicht reif für die Volksschule sind, können 1 Jahr lang in die Vorschule gehen. Dieses Jahr vor der Volksschule soll den Kindern helfen, um sich besser auf die Anforderungen und Aufgaben in der Schule vorzubereiten. Ja, und dann geht es los mit der Volksschule. Ganz genau gesagt können alle Kinder, die bis zum 31. August 6 Jahre alt sind, am 1. September mit der Volksschule starten. Das nennen wir dann Einschulen. Also wir sagen, die Kinder werden am 1. September eingeschult. Perfekt, das wäre jetzt geklärt. Aber was ist jetzt diese Schultüte, Nati? Weil es etwas Besonderes ist für Kinder, das erste Mal in die Schule zu kommen, bekommen die meisten eine Schultüte. Die Schultüte sieht etwa so aus. Die Schultüte kann mit verschiedenen Dingen gefüllt sein. Oft sind das Süßigkeiten, aber auch Dinge, die man in der Schule brauchen kann, wie zum Beispiel Stifte, kleine Heftchen, kleine Bücher und so weiter. Okay, jetzt wissen wir, was vor der Volksschule passiert, was eine Schultüte ist und wann die Volksschule beginnt. Aber was passiert nun, wenn wir in der Volksschule sind, Verena? In der Volksschule haben die Kinder eine Lehrerin oder einen Lehrer, die oder der alle Fächer unterrichtet, und wir bleiben auch meistens in derselben Klasse oder im selben Raum. Deshalb erinnern wir uns meistens auch sehr gut an unsere Volksschullehrerin oder an unseren Volksschullehrer, weil er oder sie uns 4 Jahre lang begleitet. Die Fächer in der Volksschule sind Deutsch, Lesen,
Schreiben, Mathematik, Sachunterricht, das ist zum Beispiel Geografie oder die Geschichte Österreichs, Religion, Musikerziehung, bildnerische Erziehung, textiles Werken, technisches Werken und Bewegung und Sport. Dazu gibt es auch noch die verbindlichen Übungen, lebende Fremdsprache und Verkehrserziehung. Verbindliche Übungen sind Pflichtfächer, also die SchülerInnen müssen diese Fächer belegen, aber bekommen dafür keine Bewertung. Und apropos Bewertung, wie funktioniert die Bewertung in den Volksschulen für Fächer, wo es eine Bewertung geben muss? Gibt es Punkte in jedem Fach? Nein, in Österreich werden Fächer nicht mit Punkten beurteilt, sondern wir haben Noten. In Österreich gibt es die Noten 1 bis 5 und 5 ist dabei die schlechteste Note, 1 ist die beste Note. Bekommt man eine Note zwischen 1 und 4, dann heißt das, dass man das Fach geschafft hat. Ist die Note 5, dann heißt das, dass man das Fach nicht geschafft hat und man ist somit durchgefallen. Hier gibt es dann noch die Möglichkeit einer Wiederholungsprüfung. Wenn man die geschafft hat, dann hat man auch das Fach geschafft. Wenn man ein ganzes Schuljahr wiederholen muss, weil die Leistung nicht gereicht hat, dann nennt man das Sitzen bleiben. Also zum Beispiel er oder sie ist sitzen geblieben. Und was auch noch ganz interessant ist, in Deutschland sagt man die 1, die 2, die 3 und so weiter für jede Note. Die Note ist also weiblich, die 1, die 2. In Österreich ist das ein bisschen anders und zwar sagen wir nicht die 1, sondern der Einser. Es ändert sich also der Artikel von die zu der und wir hängen immer ein ER am Ende der Zahl. So sagen wir der Einser, der Zweier, der Dreier, der Vierer und der Fünfer. Wir würden also hier nicht sagen, meine Schwester hat eine 1 auf den Mathe-Test bekommen, sondern meine Schwester hat einen Einser auf den Mathe-Test bekommen. Die Noten drücken also die Leistung in einem Fach mit Hilfe einer Zahl aus. Dafür gibt es aber auch Beschreibungen. Zum Beispiel der Einser steht für sehr gut, der Zweier für gut, der Dreier für befriedigend, der Vierer für genügend und der Fünfer für nicht genügend. Welche Note man in welchem Fach bekommt, wird zweimal im Jahr auf einem Zeugnis festgehalten. Zweimal deshalb, weil jedes Schuljahr 2 Semester hat. Das erste Zeugnis, also das Semesterzeugnis, bekommen wir im Februar. Danach gibt es eine Woche Semesterferien. Am Ende des zweiten Semesters gibt es dann das Jahreszeugnis. Das ist immer im Juli. Und so ein Jahreszeugnis haben wir heute von uns mitgebracht. Übrigens, um sitzen zu bleiben, müssen wir im Jahreszeugnis einen Fünfer haben. Wenn wir nur einen Fünfer im Semesterzeugnis haben, passiert konkret noch gar nichts. Es ist aber ein Warnsignal. Das heißt, ein Semesterzeugnis gibt uns einen guten Überblick über unseren Status quo und zeigt uns, wie der erste Teil des Schuljahres so verlaufen ist. Wir wissen dann zum Beispiel, wo wir uns noch ein bisschen verbessern sollten. Was aber dann tatsächlich relevant ist und darüber entscheidet, ob ein Kind sitzen bleibt oder nicht, das sind die Noten im Jahreszeugnis. So, das waren jetzt sehr, sehr viele Informationen auf einmal. Wir hoffen, ihr konntet gut folgen. Wenn ihr euch das alles noch einmal in Ruhe ansehen wollt, dann haben wir für euch diese Informationen noch einmal ganz kurz und knapp zusammengefasst. Ihr könnt diese Zusammenfassung auch unten in der Videobeschreibung gratis herunterladen. Wir hoffen, ihr konntet heute einiges über das österreichische Schulsystem bzw. die erste Etappe in diesem Schulsystem lernen.
Wenn ihr euch jetzt fragt, wie es denn nach der Volksschule eigentlich weitergeht, dann bleibt gespannt, denn dazu kommen noch einige Videos. Und jetzt noch zu euch. Ist bei euch die Volksschule ähnlich wie bei uns in Österreich? Gibt es auch eine Schultüte? Habt ihr Punkte oder ein anderes Bewertungssystem? Gibt es auch eine Schulpflicht oder Semesterferien? Lasst uns das gern unten in den Kommentaren wissen. Und das war's auch schon für heute. Vielen, vielen Dank, dass ihr mit uns Deutsch lernt. Das bedeutet uns wirklich sehr viel. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und bis dahin nicht vergessen, gemeinsam macht Deutsch lernen doppelt so viel Spaß.